Leute, Matt hier von Auto Kitchen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ja, heute mache ich Fleischbällchen, und zwar nicht irgendwelche Fleischbällchen, sondern die echten Köttbullar von Ikea. Für diejenigen, die Ikea nicht kennen, das ist eine große schwedische Fastfood-Kette in Deutschland. Ja, die verkaufen als Randsortiment noch Möbel. Und ja, ich esse unheimlich gerne Hotdogs bei denen, auch die Haferkekse sind nicht zu verachten. Aber das Allerbeste, ja, aber das Allerbeste sind die Fleischbällchen, Köttbullar. Ja, und Ikea war so nett und hat das Original Köttbullar-Rezept veröffentlicht. Und ja, es war ein großes Geheimnis, wie macht man Köttbullar. Und ja, und genau das werden wir heute machen. Ja, dann befeuchtet ihr am besten eure Hände und formt so kleine Bällchen, die Köttbullar-Bällchen. Ja, und achtet darauf, die sollten nicht zu groß sein. Ja, weil in Schweden heißt es nämlich, je größer die Köttbullar, desto fauler die Hausfrau. Könnte was dran sein, ne? Müssen mal sehen, wie meine Frau Muffins macht. Da wiegt einer 500 Gramm, wie so ein Weißbrot. 4 Tafeln Schokolade drin. Ja, was bringen dir die besten Köttbullar ohne die gute Soße? Und ja. Ja, und die werden wir jetzt machen.
Super. Matthias, was essen wir heute? Fleischbällchen mit Pommes. Mit Pommes? Nein, mit Püree. Mit Pommes. Nein, ich habe aber Püree gemacht. Aber eigentlich heißt es Köttbullar. Kannst du Köttbullar sagen? Köttbullar. Hey, du kannst aussprechen. Köttbullar, Ikea, Möbel essen. Ne? Ja. Na, du Holz essen, ha? Ja, ja, ja. Also heute gibt es Köttbullar mit, muss ich gerade Fleisch mit Köttbullar und mit Fleischbällchen. Also Köttbullar mit Fleischbällchen und Püree und Pommes und Preiselbeeren und diese leckere Soße. Tisch ist alles gleich. Tischen wir jetzt auf, ja? Hast du auch riesen Hunger, gell? Okay. So, bitteschön. Probiert mal alles. Mal gucken, wie es schmeckt. Aber du isst doch nur Tomate. Probier doch mal die Fleisch. Außerdem machst du eine Gabel. Okay. Und? Ja. Schmeckt mir nicht. Ist das der Kartoffelbrei? Das ist Kartoffelbrei, ja. Probier mal. Ich habe dir extra ein Herzchen gemacht. Ja, das schmeckt. Ja, und die Fleischbällchen, Leute? Ja, Die schmecken auch gut. okay. Findest du das gerade? Nein. Schmeckt? Alles klar, sieht man.
Die freuen sich immer, wenn die mit im Bild sind. Ja, Leute, das war schwedisches Köttbullar nach dem Ikea-Rezept. Ja, hat super, super lecker geschmeckt. Ich empfehle euch, das nachzumachen. Ja, abonniert Papas Kanal. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal, hoffe ich. Und ja, macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Abonniert Papas Kanal. Abonniert Paketchen. Ja, und ich sitze hier und muss wieder die Reste essen. Wenn ihr Kinder habt, wisst ihr, dann ist das nichts Neues für euch. Aber es sind leckere Reste, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, das Rezept. Ich hoffe euch auch.